Hallo Leute, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ich habe euch ja versprochen und gesagt, dass ich jeden Kommentar lese, aber nicht jeden Kommentar beantworten kann. In vielen Kommentaren habe ich jetzt gelesen, dass Leute behaupten, dass es keine Atombomben gibt, also Atombombenleugner sind. Ich habe mal recherchiert zu dieser neuen Verschwörungstheorie, die da heißt, es gibt keine Atombomben, und möchte dazu meine Erkenntnisse euch erklären. Nun taucht eine brisante Verschwörungstheorie im Internet auf, die Behauptung, es gäbe gar keine Atomwaffen. Hiroshima und Nagasaki, so die These, seien nicht durch Kernexplosionen vernichtet worden, sondern durch massive konventionelle Bombardements. Eine abenteuerliche Behauptung. Was steckt dahinter und warum greifen Menschen gerade jetzt nach solchen abwegigen Ideen? Die Behauptung, Atomwaffen seien nicht real, sondern nur ein Schreckgespenst, tauchte schon in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Damals stießen solche Stimmen auf wenig Resonanz. Doch heute, im Zeitalter von Telegram-Gruppen, YouTube-Kanälen und algorithmisch verstärkten Filterblasen, erleben diese alten Zweifel eine neue Dynamik. Es gibt auf meinem neuen YouTube-Kanal, auf dem ihr euch gerade befindet, kaum ein Video über Atombomben, unter dem nicht in den Kommentaren behauptet wird, sie seien reine Fiktion. Die Kernbotschaft: Die Atombombe sei eine der größten Lügen der Moderne, eine perfekte psychologische Waffe. Nicht Explosionen hätten Japan 1945 in Schutt und Asche gelegt, sondern konventionelle Brandbomben, ähnlich jenen, die Tokio bereits im März desselben Jahres zerstörten. Der Rest Inszenierung, Manipulation und eine jahrzehntelange Gehirnwäsche. Doch welche angeblichen Belege führen die Atombombenleugner für diese Behauptung an? Die angeblichen Beweise. Die Befürworter dieser Theorie führen eine Reihe von Indizien an, die in ihren Augen plausibel sind. Zunächst Fotos und Filme. Sie behaupten, viele historische Aufnahmen von Atomtests seien gefälscht und sogar in Studios nachgestellt worden. Explosionen sehen wie Miniaturmodelle aus, die in Zeitlupe gefilmt wurden. Physikalische Zweifel. Die Kernspaltung könne, so heißt es, unmöglich jene Energien freisetzen, von denen die Wissenschaft spreche. Die Atomphysik sei ein von Eliten erfundenes Dogma. Zur Zerstörung Japans. Hiroshima und Nagasaki seien durch konventionelle Luftangriffe zerstört worden, nicht durch nukleare Sprengkörper. Sie verweisen darauf auf Tokio, das auch ohne nuklearen Angriff allein durch M69 Napalm und Stabbrandbomben verwüstet wurde. 100.000 bis 120.000 Menschen starben bei diesem Angriff, 1 Million wurde obdachlos. Politische Motive. Die Supermächte hätten die Atombombe nur erfunden, um Angst und Gehorsam zu erzeugen. Im Kalten Krieg sei sie ein machtvolles Drohmittel gewesen, um Gegner einzuschüchtern und die Bevölkerung zu kontrollieren. Solche Behauptungen finden gerade in krisenhaften Zeiten Resonanz, weil sie ein einfaches Narrativ bieten. Alles nur Täuschung. Beweise, die das Verschwörungsnarrativ zerstören, sind physikalisch. Kernspaltung und Kernfusion sind keine Fantasie, sondern physikalisch nachweisbare Prozesse. Atomreaktoren weltweit basieren auf denselben Mechanismen. Ihre Funktionsweise ist wissenschaftlich überprüfbar und deshalb Fakt. Medizinisch. Die Strahlenkrankheiten in Hiroshima und Nagasaki, die hohe Zahl an Leukämien und genetischen Schäden über Generationen hinweg sind dokumentiert.
Die medizinisch nachgewiesenen Strahlenkrankheiten und genetischen Schäden sind mit konventionellen Bomben physikalisch nicht vereinbar. Der schwarze Regen. Die Atombombenleugner argumentieren zudem, dass auch bei der Bombardierung von anderen Städten schwarzer Regen niedergegangen sei. Zwar ist das richtig, dass auch nach dem Abwurf von Brand- und Napalmbomben dieses Phänomen auftreten kann, doch die Unterschiede sind gravierend. Ich zeige das jetzt auf. Also die Atombombe versus Brandbomben. Hiroshima, Nagasaki. Es entstand ein Atompilz. Extreme Hitze wirbelte Staub, Ruß und radioaktive Partikel auf. Der Regen war dunkel, ölig und hochgradig radioaktiv belastet. Analysen an Zahnschmelz von Menschen, die in Hiroshima in schwarzen Regenzonen lebten, zeigten zusätzliche Strahlendosen. Folgen: Strahlenkrankheit, Krebs, genetische Schäden über Generationen. Tokio, also der Brandbombenangriff. Es gab einen Feuersturm durch Napalmbomben. Ruß und Asche verbanden sich mit Regen. Schwarzer Regen bestand aus Ruß, Asche und verbrannten Stoffen, aber ohne Radioaktivität. Folgen: Atemwegsprobleme, Verschmutzung, keine langfristige Strahlenbelastung. Weitere Belege, die gegen die Atombombenleugner sprechen. Die Berichte der Hibakusha, also der Überlebenden, stimmen in unzähligen Details überein. Sie schildern grelles Licht, eine Druckwelle von unvorstellbarer Gewalt, Hitzeblitze, die Schatten in Stein brannten. Alles Phänomene, die es bei den herkömmlichen Luftangriffen nicht gab. Geopolitisch: Seit 1945 führten mehrere Staaten über 2000 Atomtests durch. Diese Explosionen wurden weltweit von unabhängigen Instituten gemessen. Seismisch, atmosphärisch, später auch durch Satelliten. Einen solchen globalen Fake über Jahrzehnte aufrechtzuerhalten, wäre unmöglich. Ich komme nun zur Psychologie und Mechanismen der Leugnung. Weshalb klammern sich dennoch manche Menschen an die Idee, dass es keine Atombomben gibt? Auch hierfür gibt es Gründe. Erstens Angstbewältigung. Die Vorstellung, dass die Menschheit Waffen geschaffen hat, die das Leben auf der Erde mehrfach vernichten könnten, ist für manche kaum erträglich. Die Leugnung dient demnach als psychologischer Selbstschutz. Sie zeigt zwar nicht mangelnde Intelligenz oder Willenskraft, sondern eine Überforderung durch extreme Bedrohung. Problematisch wird es erst dann, wenn die Leugnung dauerhaft bleibt und rationales Denken verhindert. Dann kann sie zu einer psychischen Belastung werden, da die Auseinandersetzung mit der Realität ausbleibt. Zweitens Misstrauen. In Zeiten politischer Skandale und Korruption gedeiht das Gefühl, dass die da oben ohnehin alles verheimlichen. Eine totale Ablehnung offizieller Narrative erscheint folgerichtig. Drittens Wissenslücken. Atomphysik ist sehr komplex. Wer die Grundlagen nicht versteht, ist anfälliger für vereinfachte Erklärungen. Viertens Identität. Die Zugehörigkeit zu einer vermeintlich aufgeklärten Minderheit stärkt das Ego. Man fühlt sich gegenüber der blinden Masse überlegen. Auf den ersten Blick mag es harmlos wirken, ob jemand an Atombomben glaubt oder nicht, doch in Wahrheit birgt diese Verschwörungstheorie erhebliche Gefahren. Sie verhöhnt die radioaktiv verseuchten Opfer von Hiroshima und Nagasaki, deren Leiden dokumentiert und real sind. Sie verfälscht die Geschichte, indem sie ein grausames Kapitel des 20. Jahrhunderts in eine angebliche Lüge verwandelt. Sie unterminiert sicherheitspolitisches Verständnis. Wer glaubt, Atomwaffen seien nur ein Bluff, kann internationale Krisen nicht mehr realistisch einschätzen. Sie fordert zudem Desinformation. Je mehr Menschen alles anzweifeln, desto leichter haben es Fake News, sie durchzusetzen. Also mein Fazit lautet: Die Verschwörungstheorie, es gibt keine Atombomben, zeigt exemplarisch, wie gefährlich Desinformation in einer vernetzten Welt sein kann. Sie bedient Ängste, Misstrauen und Unwissen und verbreitet sich in sozialen Medien rasant.
Die Realität ist jedoch eindeutig. Atomwaffen existieren. Ihre Folgen sind verheerend dokumentiert. Ihre Gefahr real. Sie sind ein Mahnmal menschlicher Hybris und kein Fantasieprodukt. Gerade deshalb ist es heute wichtiger denn je, solchen Mythen entschieden zu begegnen. Kritisches Denken, historisches Wissen und die Bereitschaft, Fakten zu prüfen, sind die wirksamsten Mittel, gegen die Verführungskraft dieser neuen alten Lüge vorzugehen. Wie es zu diesem Krieg überhaupt gekommen ist, das dokumentiere ich in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Bisher sind 6 Bände erschienen. Band 7, an dem schreibe ich gerade. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Und ich weiß, ich werde jetzt wieder viele Kommentare von Atombombenleugner bekommen. Ich werde trotzdem jeden lesen. Aber bitte faktisch und nicht beleidigend. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.